Hallo zusammen. In diesem Video sehen wir uns an, wie man in Planther Project Daten mit Hilfe von Drag and Drop kopieren kann. Hierfür nutzen wir die Planther eigene Kopiermimik. Wir befinden uns im Modul Terminplan. Standardmäßig ist das Drag and Drop Kopieren in Planther Project so eingestellt, dass Daten aus einem Feld in ein anderes Feld kopiert werden. Bei Bedarf kann die Einstellung hier oben über den Menüpunkt Bearbeiten und die Option Drag and Drop Kopieren geändert werden. Für den ersten Anwendungsfall behalten wir die Einstellung Feld zu Feld bei. Um Daten aus einem Feld in ein anderes Feld zu kopieren, halten Sie die Taste Steuerung und die linke Maustaste auf dem Feld, das Sie kopieren möchten, gedrückt. Ziehen Sie die Daten nun aus der Quelle auf das Feld, in das Sie die Daten kopieren möchten. Der Cursor verändert seine Form und zeigt an, dass die Daten kopiert werden können. Wenn Sie die Tasten nun loslassen, werden die Daten aus dem Quellfeld in das Zielfeld kopiert. Für den zweiten Anwendungsfall ändern wir die Kopierart auf Feld zu Spalte. Hierfür klicken Sie auf den Menüpunkt Bearbeiten und wählen unter der Option Drag and Drop Kopieren die Einstellung Feld zu Spalte aus. Um Daten aus einem Feld in eine gesamte Spalte zu kopieren, markieren Sie zunächst die Zieldatensätze. Hierfür wählen Sie zunächst mit Steuerung und der linken Maustaste den obersten Datensatz aus, den Sie markieren möchten. Dann wählen Sie mit der Shift-Taste den untersten Datensatz aus, den Sie markieren möchten. Damit werden auch alle Datensätze dazwischen markiert. Wie Sie sehen, wird hierbei auch der gesamte Datensatz markiert. Nun wählen Sie mit Steuerung und der linken Maustaste das Feld aus, das Sie in eine Spalte kopieren möchten und ziehen es auf die markierte Spalte. Auch hier ändert sich der Cursor. Wenn Sie die Tasten nun loslassen, werden die Daten aus dem Quellfeld in die Spalte kopiert. Mit Steuerung und D können Sie die Daten wieder demarkieren. Zum Schluss möchten wir uns noch die Kopierart Spalte zu Spalte anschauen. Hierfür klicken Sie erneut auf den Menüpunkt Bearbeiten und wählen die Option Spalte zu Spalte aus. Um Daten aus einer Spalte in eine andere Spalte zu kopieren, markieren Sie zunächst wieder mit Steuerung und linker Maustaste und der Shift-Taste Ihre Zieldatensätze. Nun halten Sie die Taste Steuerung gedrückt und ziehen mit der linken Maustaste die Spalte, deren Daten Sie kopieren möchten, auf die Zielspalte. Dabei verändert sich wieder der Cursor. Wenn Sie die Tasten nun loslassen, werden die Daten aus der Quellspalte in die Zielspalte kopiert. Beim Kopieren müssen Sie beachten, dass nicht alle Daten in alle Felder eingefügt werden können. So können Sie beispielsweise nicht den Wert eines Textfelds in ein Datumfeld kopieren, wohingegen Sie umgekehrt aber ein Datum in ein Textfeld kopieren können. Wenn ich beispielsweise versuche, die Spalte Vorgangsbezeichnung in ein Datumsfeld zu kopieren, erscheint eine Meldung, dass die Daten nicht miteinander kompatibel sind. Zum Schluss noch ein Tipp für Sie. Die Kopierarten können Sie auch ganz leicht über die Tastenkombination Steuerung plus die jeweilige Zahl umstellen. Hierbei steht Steuerung plus 1 für die Kopierart Feld zu Feld, Steuerung plus 2 für Feld zu Spalte und Steuerung plus 3 für Spalte zu Spalte. Die vierte Kopieroption zum Kopieren von Datensätzen verhält sich übrigens noch einmal etwas anders als die gezeigten Optionen. Deshalb werden wir diese noch einmal in einem separaten Video behandeln. Nun wissen Sie also, wie man in Planther Project Daten mit Hilfe von Drag and Drop kopieren kann. Damit kommen wir zum Ende. Klicken Sie doch auf den Abonnieren-Button, dann erfahren Sie direkt, wenn neue Videos für Sie bereitstehen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe brauchen, schauen Sie in unserer Online-Hilfe nach oder melden Sie sich beim Support. Unser Team freut sich darüber, Ihnen weiterhelfen zu können. Dankeschön, dass Sie sich für Planther entschieden haben.